Hallo meine lieben Kunstfreunde, hier ist Anne Pross von Anne Pross Kunst. Ich möchte heute ein kleines Bild auf Aquarellpapier herstellen, und zwar wieder mit Acrylfarbe. Das gefällt euch ja auch mit am besten. Das wird jetzt einfach ein abstraktes Motiv. Ich nehme dazu ein bisschen schwarze Farbe und trage die mit einer Spachtel auf. Hier habe ich meine Plastikspachtel und ihr kennt es ja im Prinzip schon aus vorangegangenen Videos, dass ich da eine Linie ziehe mit der schwarzen Acrylfarbe. Die sollte möglichst vorne an dieser Linie, an dieser Kante der Spachtel liegen. Das kann ich dann mit einem Pinsel noch ein bisschen oben an die Kante legen. Und dann ziehe ich das übers Blatt. Das Aquarellpapier mit seiner Struktur kommt da herrlich zur Geltung. Und ich kann das selbst regulieren, je nachdem, wie ich die Spachtel drehe und wie stark ich aufdrücke, entstehen da hellere oder dunklere Stellen. Stimme ich dann ein bisschen ab. Farbe auf der Spachtel drauf. Die kann ich so ziemlich abreiben insgesamt. Ja, und das ist jetzt schon mal eine schwarz-graue Form, die da entstanden ist. Die werde ich jetzt erstmal gut trocknen. Nachdem es getrocknet ist, bringe ich eine ganz dünne weiße Schicht auf. Das habe ich jetzt nicht ganz über die gesamte Länge gezogen, dann wird es auch nicht so breit. Das könnt ihr ja auch bestimmen, wie ihr wollt. Und ich drehe das Blatt und setze das da unten an. Um so einen Halbkreis zu ziehen.
schiebe sie ein bisschen zur Seite. So. Das Gleiche versuche ich jetzt etwas in der anderen Richtung. Gut, das langt. Es wird jetzt wieder getrocknet. So, jetzt habe ich mir einen Pinsel genommen und dazu habe ich noch eine blaue Farbe auf den Teller gelegt. Und diese blaue Farbe, mit der werde ich jetzt noch eine Linie ziehen. Das nehme ich jetzt voll mit Farbe und überlege mir, wo ich das ansetzen möchte. Diese Linie werde ich nicht schließen. Dann bleibt da noch ein mehr Spannung drin. Als nächstes wieder trocknen. Als nächstes benutze ich einen Pinsel und gebe mit diesem Pinsel etwas weiße Farbe wieder über das Bild an verschiedenen Stellen.
So, jetzt habe ich noch einen Acrylstift mir genommen in Weiß. Da fließt die weiße Farbe vorne raus. Und mit diesem Acrylstift kann ich dann noch ein bisschen zeichnen, wie ich das möchte.
Also für mich persönlich ist das Bild jetzt soweit fertig. Und ich würde das in dieser Form belassen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wie immer, eure Anne Bross.